Jetzt geht's in die Wüste. Die Nacht war besonders schrecklich. Es sind bestimmt schon 4 Tage hier. Ich habe irgendwie die Orientierung verloren. Weil wir nicht verheiratet waren, hat sich unser Couchsurfing-Host was ganz Besonderes ausgedacht. Spontan organisierte er zusammen mit seinen Freunden eine kleine marokkanische Blitzhochzeit für uns. Es war jetzt keine echte Hochzeit, aber es hat total viel Spaß gemacht, sowas mal im kleinen Rahmen mitzuerleben. Heute wird geheiratet. Gemacht habe, aber wir haben ultra viel Spaß gehabt. Das kann ich verstehen. Siehst du was? Wir haben Snapchat. Deine Brille ist weg, oder? Ich habe Linsenbrille. Okay. Morgen. Hier haben wir geschlafen. Die letzten Tage. Genau. Und jetzt geht draußen ein krasses Schauspiel vor sich. Gestern habe ich leider verpasst zu filmen. Es ist absolut widerlich. Ich zeige es euch mal. So, jetzt gehen wir mal darüber. Sonnenaufgang. Schön, aber hier, jetzt weiß ich auch, warum die Kinder alle so husten. Boah, Alter, das ist ein Gestank. Ja, hier machen die Köhler ihre Arbeit. Oh, sieht das toll aus. Das ist ja Wahnsinn. Aber die Schattenseite ist, also jede Nacht machen die hier die Köhlerfeuer. Und der ganze Rauch, der zieht hier ins Dorf rein. Und wenn man dann natürlich die ganze Nacht in diesem Rauch schläft, gibt es einige Kinder, die übel husten. Das erklärt sich das auch warum. So, ich gehe jetzt ganz schnell zurück, mache noch ein Foto von dem Sonnenaufgang und dann fahren wir los. Wir haben uns gerade von Martin verabschiedet. Der geht jetzt in die Schule arbeiten, der ist Lehrer.
Unsere Räder haben wir hier geparkt. Jetzt kommt gleich der Mohammed vorbei. Dann sind wir zum Frühstück eingeladen. Und dann geht's los. Ah ja, das ist natürlich auch total fies. Ich habe ja vorhin das mit den Köhlern erzählt und die trocknen natürlich alle auch ihre Wäsche in dem. Die ist frisch gewaschen und jede Nacht zieht der Köhler Dreck darüber. Und die Kinder, und er hat sich auch gerade nochmal darüber beschwert, dass er es so scheiße findet, dass in der Nacht immer alles so stinkt. Und die schauen schon, dass sie ihre ganzen Fenster und alles richtig zukriegen, aber das ist natürlich nicht dicht. Gut, wir verlassen jetzt das Dorf. Da vorne läuft der Mohammed, der begleitet uns noch ein Stück. Wir haben mit ihm gefrühstückt. Ich tue mich schwer mit dem Atmen, weil ich so satt bin. Ja, vielleicht war die Taktik auch zu voll zu stopfen, dass wir gar nicht mehr Fahrrad fahren können und noch eine Runde hier bleiben. Aber ja, wir müssen leider weiter. Unser Visum erlaubt es nicht, uns überall nach Belieben ewig aufzuhalten. Jedenfalls gehen wir jetzt noch zum Dorfausgang und von dort aus sind wir dann wieder auf uns gestellt. Gesprächsthema, was alle lustig fanden in dem Dorf, war ein cooler Zufall. Ich bin, als wir den Berg runtergefahren, den ich gezeigt habe, da waren wir vorhin. Als wir da runtergefahren sind, da habe ich einen Bus überholt, weil der mir tierisch auf den Keks gegangen ist. Der hat sich wohl gedacht, ja, ich bin nur ein Fahrradfahrer, der hat mich überholt, um dann vor mir abzubremsen und mir auch noch die ganze Sicht zu nehmen. Das ist saugefährlich. Ich sehe da nichts, weil ich nicht weiß, was für ein Asphalt auf mich zukommt. Ja, ich habe dann geguckt und habe den dann mit guten 60 oder sowas überholt. Und dem sind fast die Augen rausgefallen, dem Busfahrer. Als wir dann da waren hier in Rashidia, unserem Couchsurfer, hat sich herausgestellt, dass der genau in diesem Bus gesessen ist, um von seiner Schule, wo er Lehrer ist, heimzufahren. Und das hat sich dann natürlich in dem Dorf rumgesprochen, dass da ein verrückter Deutscher mit dem Fahrrad, das viel zu beladen war, einen Bus mit 60 km/h überholt hat. Jetzt geht es in die Wüste. Schon ganz schön wüstig hier. Und auch entsprechend warm. 18 Grad im Schatten, ganz chillig. Diese Aussichtsplattform, also Stelle hier, wurde uns von unserem letzten Host, dem Adil, empfohlen. Super. Wir sind jetzt schon fast in Erfurt und man merkt doch deutlich, dass es touristisch wird hier. Es gab gerade schon einen Stand, der Sonnencreme und Duschgel verkauft hat. Das habe ich in der ganzen Zeit noch nicht gesehen, seit ich hier bin. Aber sonst ist es noch ganz moderat. So, da sind wir dann wohl in Erfurt. Ich schätze mal, das ist jetzt sowas wie der Dorfeingang. Wir sind bei unserem Couchsurfer. Und wie ich mir dachte, also er hat mir ein Foto geschickt von sich und seiner Familie und dass er uns ganz recht herzlich einlädt und alles. Und ich habe mir schon auf dem Foto gedacht, oh, das sieht schon westlicher aus, sagen wir es mal so. So ein richtig schönes Bad hier und richtig mit Duschkopf. Also das hatten wir ja schon sehr lange nicht mehr. Und die sind so nett und die Mutter hat sich gefreut, ein Loch im Bauch. Also er ist jetzt gar nicht da, er ist irgendwie in Mesuga oder so. Jetzt haben sie uns Rührei gemacht und direkt in die Dusche gesteckt und dachten, macht's euch einen schönen Tag. Der Ayub kommt später und bis dahin soll doch einfach mal ein bisschen essen und duschen und dann, ja. Ich pack's noch gar nicht. Cool. Also, sie wird Tagine gemacht. Was? Also Melli macht jetzt hier Tagine. Nee, nein, nicht. Ich bin nur
hier die Gemüsesachen drauf. Wir sind jetzt schon seit ein paar Tagen hier und haben nicht gefilmt, weil es mir wirklich hundsmiserabel geht. Ich habe am Anfang, es ging schon los, im letzten, in Erischidia, habe ich schon gemerkt bei dieser Heirat, dass ich einfach völlig fertig bin. Wir fahren die ganze Zeit Fahrrad und ich brauche abends Ruhe, ich brauche Schlaf und Pause und dann schleppen sie einen immer überall hin. Das ist total gut gemeint und total nett, aber wir gehen halt dann auch erst um 12, 1 ins Bett und das ist einfach viel zu viel, wenn man dann wieder Fahrrad fahren muss. Und das ging so auf meine Gesundheit, dass ich Halsschmerzen gekriegt habe und es ist immer schlimmer geworden und wir sind dann trotzdem... Es war dann wieder ganz kurz gut, aber dann sind wir jetzt hier in Erfurt und es hat total reingeschlagen. Ich habe jetzt sogar Antibiotika hier bekommen, können Sie mal holen. Ich weiß noch nicht, ob die was wirken. Das ist anscheinend Amoxicillin, aber die Nacht war besonders schrecklich. Es sind bestimmt schon 4 Tage hier, ich habe irgendwie die Orientierung verloren und es muss irgendwie besser werden. Es ist ganz schön übel. Wir sind gerade in Erfurt und haben jetzt ein paar Tage bei Eyüp und seiner Familie verbracht. Die haben uns ganz nett aufgenommen hier, haben uns beziehungsweise den Daniel gesund gepflegt. Ich war krank, ich hatte Mandelentzündung, ziemlich übel, habe eigentlich die ganze Zeit da drüben geschlafen. Genau, das ist unser Domizil gewesen für die letzten 5 Tage. Eigentlich hatten wir vor, nur eine Nacht zu bleiben. Jetzt ist es doch länger geworden. Wir haben richtig viel Spaß gehabt zusammen mit der Familie. Ja. Und viel gekocht und es ist wirklich schön. Ja, jetzt gehen wir dann auch gleich raus. Der Eyüp führt uns ein bisschen rum. Der Eyüp führt uns ein bisschen durch den Zug. Und dann zeigen wir euch ein bisschen was über Erfurt. It's so nice to be outside again. I can walk. Ich bastel jetzt gerade hier was Cooles, und zwar für unsere Sicherheit in mehrerlei Hinsicht, also zum Überfallen und auch im Straßenverkehr. Ich bin auf die Idee gekommen, weil ein paar Rollerfahrer mich überholt haben und haben so einen Sound gemacht, und deswegen haben wir uns eine Sirene besorgt. Da steht jetzt 25 Watt drauf, stimmt aber nicht. Wir haben eine mit 15 Watt. 12 Volt, und die dokter ich jetzt gerade hier an unseren Forumslader ran. Das Tolle ist ja, der hat hier einen 12 Volt Ausgang. Den habe ich jetzt verändert, hier mit den
Verbindungsstücken, mir Kabel besorgt, einen Schalter, die Sirene, die wird mit einer Rohrschelle, beziehungsweise hier mit einer Schlauchschelle und mit denen hier als Verbindern jetzt ans Fahrrad montiert. Das wird cool. So, wir fahren heute weiter. Wir verlassen Erfurt und es geht Richtung Merzouga. Wir haben uns gerade schweren Herzens von Eyüp und seiner Familie verabschiedet. Die sind uns richtig ans Herz gewachsen. Wir sind jetzt hier ungefähr eine Woche gewesen, weil der Dani krank geworden ist. Mandeln. Und jetzt hat er sich soweit wieder gut erholt. Er hat jetzt Antibiotikum genommen eine Zeit lang. Jetzt ist er wieder fit und deswegen können wir heute weiterfahren. Also ich muss immer noch Antibiotika nehmen. 3 Tage noch, dann ist es weg. Aber soweit hat er sich ganz gut im Griff, dass er nicht vom Sattel fliegt. Heute ist der 7. Dezember und Samstag. Wir fahren jetzt Richtung Merzouga. Das sind ungefähr 60 Kilometer. Und da haben wir dann vor, in den Dünen zu schlafen. Schauen wir mal, das wird schon irgendwie cool werden. Auf nach Merzouga. So, morgendlich am Markt. Haben wir hier Umschlagplatz für Oliven und Datteln. Monster Traffic, komm, fahr weiter. Und ein Haufen Touristen mit viel zu großen Autos. Bonjour. So, jetzt sind wir durch. Jetzt geht's in die offene Wüste. Also ich habe keine Lust, das Zeug so über die Dünen zu schleppen. Oh nee, das lassen wir. Wir schieben jetzt schon seit 10 Minuten. In der Wüste, das ist unglaublich. You like our work? Become a patron and get your hands on exclusive Patron-only content. Now on patreon.com/vagabondsworld.